Hallo Lenny, unser Excel-Experte hier am Start bei uns. Freut mich, dass du da bist. Ich möchte heute gerne von dir erfahren, was muss ein Bewerber mitbringen, um bei uns als SEO-Analyst zu arbeiten? Also ich glaube, was super hilfreich ist, wenn man eine schnelle Auffassungsgabe mitbringt. Technikaffinität, Internetaffinität natürlich, Teamfähigkeit. Das ist bei uns auch super wichtig, weil wir kommunizieren, wir stellen uns immer Fragen, wir holen immer noch mal eine zweite Meinung ein. Was sollte man denn als SEO-Analyst so können? Das unterscheidet sich ein bisschen natürlich. Als Junior hat man noch eher so mit dem Content-Part zu tun. Man macht Keyword-Strategien häufig, man macht Reportings, man hat aber auch noch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Als Senior musst du häufig sehr, sehr eigenständig auch arbeiten, auch mal dir selber dich da reinfuchsen, selber neue Wissen aneignen. Und als Junior hat man noch eine ganz große Hilfestellung. Wie schaut so ein typischer Arbeitsalltag aus als SEO-Analyst? Wir arbeiten taskbasiert, das heißt, wir haben auch manchmal innerhalb einer Woche verschiedene Kunden, verschiedene Aufgaben, die wir machen. Das heißt, ganz technische Sachen manchmal eher Richtung Reporting, E-Mails nebenher, manchmal Kundentelefonate, das Klassische im Büro, was man so hat. Ja. Kannst du mir einmal deinen Traumkollegen in 5 Stichpunkten nennen? M-A-R-I-O. Mario. Ich musste erst mal kurz überlegen. Warte, buchstabieren. Ja, der ist einfach so die gute Seele, glaube ich, des Büros und hilft bei allen Dingen, allen kleinen Fragen, die man hat. Okay, wer ist Mario? Mario ist bei uns das Office-Management und er kauft immer Eis. Ja, siehst das du, ist genau. Der Traumkollege. Sehr schön, wunderbar. Erkläre einem Kind mal bitte deinen Job. Ja, ich helfe, dass du ganz oben stehst. Wenn du was suchst und du verkaufst zum Beispiel etwas, dann möchtest du natürlich, wenn jemand nach deinem Produkt sucht, du da ganz oben stehst und da helfe ich dir bei. Was denken deine Kollegen, was du tust und was tust du eigentlich wirklich? Ich gehe davon aus, dass meine Kollegen glauben, dass ich irgendeinen Excel-Magic mache, irgendwelche Sachen automatisieren, die dann nachher nur noch ich selber verstehe. Da schätzen meine Kollegen mich schon ganz gut ein häufig. Nenn mir bitte einmal deine Superkraft. Ich kann überall und immer einschlafen. Bitte nicht am Arbeitsplatz. Es ist mir noch nicht passiert. Beim Friseur muss ich immer aufpassen, weil da trage ich keine Brille und ich habe sehr schlechte Augen und wäre es mir fast schon mal passiert. Okay, ja. gut. Aber im Flugzeug ist es von Vorteil auf jeden Fall. Dein Job wäre leichter, wenn... Google nicht ständig updaten würde. Ja. Mit wem würdest du bei Clarneo den Job nicht tauschen wollen und warum? Ich glaube mit niemandem so wirklich. Ich habe in meiner Ausbildung damals alle Abteilungen in einer SEO-Agentur durchlaufen und konnte überall mal reinschauen und ich bin nicht ohne Grund im technischen und On-Page-Team hängen geblieben. Das macht mir einfach am meisten Spaß, das liegt mir am besten. Warum hast du dich für Clarneo entschieden? Als ich das erste Mal von der Idee gehört habe von Clarneo, was dahinter stecken soll, war ich direkt begeistert und da war es für mich keine Frage, dass ich von Anfang an hier auch gerne mit dabei sein möchte. Mit wem würdest du denn gerne mal zusammenarbeiten? Marques Brownlee heißt er, das ist ein YouTuber, der macht Technik, YouTube und bei dem würde ich einfach mal schauen wollen gerne, wie ist so sein Tagesablauf, wie organisiert er sich. Ja. Interessant. Wofür lieben dich deine Kollegen? Ich glaube für meine gute Laune vielleicht. Höre ich häufiger, warum ich immer so gut gelaunt sei. Kann ich auch nicht beantworten. Zu viel Kaffee vielleicht. Was nervt an dir auch? Was an mir nervt, ist, glaube ich, kann sehr, sehr dickköpfig manchmal sein. Ich glaube, das nervt wahrscheinlich am meisten. Google ist. Gar nicht so intelligent, wie Leute manchmal denken. Sehr schön, dann war es das auch schon. Wir sind fertig, wir sind durch mit den Fragen. Ich danke dir, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast sehr, sehr viel zu tun. Aber wir hoffen natürlich, dass es auch eine Hilfe ist für unseren Bewerber, die sich in dem Bereich bewerben möchten. Und ja, hoffen wir auf gute und tolle neue SEO-Analysten bei uns.